Freunde! Hallo Leute! Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, ein Reisevorbereitungsvideo, denn wir fahren jetzt demnächst nach Sardinien. Wir waren beide noch nicht da, man hört ja sehr viel Gutes, eigentlich nur ausschließlich. Wir sind sehr gespannt und freuen uns total, den Sommer da etwas zu verlängern, da es ja hier in Deutschland langsam, aber sicher etwas kälter wird. Genau, das Ganze machen wir natürlich wie immer mit den Motorrädern und euch nehmen wir auch mit, vor allem auch jetzt schon bei den Reisevorbereitungen. Ich kriege immer wieder die Frage, was genau machst du vor so einer Reise, damit du mit einem guten Gefühl losfährst, und das alles erfahrt ihr in diesem Video. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bis demnächst. Ja. Wir sitzen hier gerade vorm Rechner. Mein Drucker funktioniert nicht. Ich wollte gerade Fährtickets ausdrucken, denn wir haben soeben Fährtickets gekauft. Wir starten nämlich von Genua aus, geht es nach Olbia. Und dann haben wir wirklich sage und schreibe 2 Wochen. 16 Tage, sogar mehr als 2 Wochen Zeit, diese wundervolle Insel zu erkunden und schauen, was es dort alles zu besichtigen gibt. Und Sardinien ja, gilt ja als eine der Motorradinseln, ne? ja, kurvenreich wie Sau, kaum Geraden und absoluter Motorrad-Abenteuer, Fahrspaß, On-Road sowie auch Off-Road. Hat diese Insel wohl sehr, sehr viel zu bieten. Und das werden wir testen in unserer Zeit dort. Und ja, ein Teil der Vorbereitung ist zum einen, diese Fährtickets zu bestellen. Das war's auch schon. Das war fertig. Nee, da ist natürlich noch mehr. Jetzt. Was kann man noch machen? Was können wir noch machen? Als allererstes natürlich gilt es zu klären, was hat man für einen Zeitrahmen. Ich schreibe mir das dann gerne einfach einmal auf den Zettel drauf, was für Tage sind das, wie viele sind es insgesamt. Und auch hier mussten wir jetzt schon ein bisschen vorplanen, weil wir ja die Fähren buchen mussten. Und somit haben wir einfach schon den Ankunft- und den Abfahrtszeitpunkt für Sardinien jetzt schon im Voraus sehr klar gesetzt. Wie gehabt, planen wir die konkreten Routen nicht im Detail, sondern lassen das auf uns zukommen, entsprechend der örtlichen Gegebenheiten und unserer Laune. So können wir spontan reagieren auf das, was uns unterwegs begegnet. Mit ein paar Infos über das Reiseziel sind unsere Köpfe bereit für die Insel und mit den folgenden Vorbereitungen die Motorräder ebenfalls startklar. Zunächst bekam die Tenere 700 eine Inspektion und neue Reifen. Der nächste Schritt zur Vorbereitung findet statt in der Waschstraße. Wir sind hier, weil wir die Motorräder nach der letzten Tour echt ziemlich dreckig gemacht hatten. Und ich habe ja versprochen, mein Motorrad jetzt besser zu pflegen. Deswegen jetzt mal hier ab in der SB-Box das Ganze ein bisschen sauber polieren. So einmal in den Regen gekommen, ne? Dann noch durch eine Matschpfütze, oder war es vorbei mit sauberem Moped? 1 Euro, baby. Da, wie neu. Sehr, sehr schön. I love it. Was ist, warum lachst du? Julia meinte jetzt vorhin, es gibt Leute, die stellen sich dieses Motorrad jetzt zu Hause auf die Bühne und putzen das und jede Speiche polieren und so. Das halte ich für etwas übertrieben, muss ich gestehen. Ich meine, wer da Spaß dran hat, soll das natürlich gerne machen. Ich fahre die Dinger halt lieber, als die zu putzen. Obwohl mir das Waschen des Motorrads ein starkes Gefühl gibt. Caro, hör auf. Also ich finde bei den Reifen vorne 2,3, hinten 2,5 ist gut für die Reifen. Wir fahren jetzt übrigens beide wieder mit den Heidenau Scout K60. 1200 Kilometer sind es vom Münsterland bis nach Genua. Und da sollen die Reifen natürlich besonders geschont werden und gut laufen. Ebenfalls zur Vorbereitung gehört natürlich auch das Packen der Koffer und Taschen, die ans Motorrad kommen. Jo, und ein neues Motorrad erfordert natürlich auch angepasstes Bordwerkzeug. Da haben wir jetzt einfach geguckt, was braucht man, um im Zweifelsfalle so ein Rad von der CRF auszubauen, beziehungsweise das gleiche natürlich auch bei der Tenere. Eigentlich können wir davon ausgehen, weil beide Fahrzeuge noch relativ neu sind, dass man so erstmal kein Bordwerkzeug zwingend braucht, kann man einerseits sagen. Andererseits ist es natürlich so ein Platten, der kann einem immer passieren, wie wir auf der letzten Reise gesehen haben. Demnach zufolge, was man unabhängig vom Rest dabei haben sollte, ist immer das Werkzeug, um
Vorder- und Hinterrad ausbauen zu können. Und bleibt irgendwo liegen und kommt mit dem Fahrzeug nicht weg, dann kann man wenigstens das Rad aus einem Motorrad ausbauen und das zu zweit mit dem anderen Motorrad zu einer Werkstatt transportieren. Zur Packliste wird es dann auf Sardinien auch ein Video geben, was da alles dabei ist und wo wir das verstaut haben. Im besten Falle hat man die Reiseutensilien, wie zum Beispiel das Motorrad, die Kleidung und, falls man zelten möchte, den passenden Schlafsack bereits im Repertoire. Andernfalls bedeutet es, reisespezifische Anschaffungen zu machen. Das bringt, glaube ich, jede Reise mit sich, dass man dann nochmal guckt, was braucht man da vielleicht speziell für diese Reise. Da wir im Oktober fahren, wo es wahrscheinlich schon kälter ist, haben wir uns beheizbare Handschuhe gekauft. Normalerweise habe ich ja auch Heizgriffe an der Afrika Twin. Die habe ich jetzt auf der CRF nicht mehr drauf. Und deswegen brauche ich auf jeden Fall was meine Finger warm hält. Und ich bin gespannt. Ich habe noch nie diese beheizbaren Handschuhe ausprobiert. Werde das jetzt auf der Reise das erste Mal testen. Kann euch gerne mal Bescheid sagen, wie es ist. Genauso werden wir auch eine dicke Portion Kettenspray dabei haben. Bei der RD07 hatte ich ja den CLS Ketteneuler, der das Ganze automatisch, also elektronisch gemacht hat. Jetzt muss ich es wieder von Hand machen mit der CRF. Und deswegen haben wir Kettenspray dabei und eine Neuanschaffung auch bei dieser Reise, weil es in Spanien und Portugal ganz wichtig war, das dabei zu haben, ist hier so ein Reifenreparaturschaum. Sehr empfehlenswert, hat auf der Portugal-Reise den kompletten Rückweg in Juliens Reifen gehalten. Die Videos dazu kommen noch, beziehungsweise die nächsten Videos vom ACT Portugal, die seht ihr erstmal auf dem Touratech YouTube-Kanal. Sag euch dann aber auch nochmal in den Community-Posts Bescheid. Und auch eine Neuanschaffung ist ein neues Zelt. Das ist hier im Koffer drin. Hat ein ähnliches Packmaß wie das Redverse Hawk 2, was ich bisher ja immer dabei hatte. Wir haben uns jetzt ein neues gekauft. Auch dazu machen wir auf Sardinien nochmal ein separates Video, wo ihr alles über das Zelt erfahrt. Und wir können dann auch schon mal so ein paar erste Erfahrungen berichten. Obwohl der Motorradanzug und die Stiefel wasserfest sind, sprühe ich diese vor jeder längeren Tour gerne mit Imprägnierspray ein. Denn jüngste Ereignisse zeigen, dass die Regenwolken mich besonders gerne haben. Ansonsten vorbereitet für die Reise haben wir in diesem Fall, weil wir quasi so am Rand der Saison fahren, haben wir uns informiert über die Campingplätze, die es auf Sardinien gibt und was so deren Öffnungszeiten sind. Denn es gibt tatsächlich einige, die nur bis Mitte Oktober geöffnet sind. Und deswegen haben wir das Ganze hier diesmal festgehalten und unsere Route können wir dann dementsprechend so ein bisschen daran angleichen, dass wir auf jeden Fall immer auch einen Campingplatz haben, wo wir drauf können. Außerdem wollen wir auch wieder Offroad fahren und das bedarf auch einer gewissen Vorbereitung. Also wir waren im Internet unterwegs und haben da mal geguckt, was für Möglichkeiten es gibt, auf Sardinien Offroad unterwegs zu sein. So, wir sind hier zum Beispiel unterwegs auf Wikilog. Nachdem man sich angemeldet hat, lassen sich dann einzelne Tracks herunterladen, wie diesen zum Beispiel. Auch das haben wir alles in der Karte eingezeichnet, sodass wir quasi einmal eine Karte haben, wo die ganzen Campingplätze drauf sind mit den Öffnungszeiten und es gibt eine Karte, wo grob die Offroad-Routen eingezeichnet sind, sodass wir auch da unsere Route ein bisschen anpassen können, je nachdem, wo wir so Lust drauf haben. Ansonsten habe ich immer sehr gerne auch solche Karten dabei. Ich bin Mitglied beim ADAC und die gibt es dann kostenlos. Die nehme ich dann mit auf die Reise, damit ich einzeichnen kann, wo wir da gefahren sind, beziehungsweise gucken kann, wo es dann noch hingehen soll. Und zu guter Letzt gilt es natürlich zu checken, ob alle Reisedokumente für den Zeitraum der Reise Gültigkeit haben. Das war's auch schon. Das Video über die Vorbereitung für die Sardinienreise. Und auf Korsika war ich ja schon. Das verlinke ich euch hier oben. Nee, da. Wo auch immer. Auf jeden Fall hat es mir da schon echt richtig gut gefallen. Auch eine Trauminsel für Motorradfahrer. Und ich bin sehr gespannt, was Sardinien jetzt zu bieten hat. Auf dem Kanal gibt es jetzt hier erstmal eine kleine Pause, deswegen ganz wichtig, abonnieren, falls noch nicht geschehen. Das Ganze ist kostenlos, gratis und for free. Genauso wie wenn ihr dem Video einen Daumen schenkt. Das könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr solche Videos findet. Und vielleicht bereitet ihr euch ja auch auf solche Reisen ähnlich vor oder anders. Teilt das gerne hier mit der Community. Und dann sehen wir uns nach der Reise wieder, wenn die ganzen Videos veröffentlicht werden. Und ich wünsche euch bis dahin erstmal eine super Zeit. Bis baldico. Bis Baldrian. Baldrian? Oder vielleicht auch Düsseldorf oder San Francisco. Oh Gott, das wird immer schlimmer. Tschüss.